Hallo und herzlich willkommen beim Flauschigen Einhorn. Heute gibt es von mir eine Häkelanleitung für eine Matrosenmütze für Babys oder Kleinkinder. Ja, ich zeige euch heute, wie man diese wunderbare Mütze selber häkelt und das gleich in 3 Größen. Was ihr dafür braucht und wie ihr die Größen anpassen könnt, das schreibe ich euch in die Infobox. In jedem Fall geht es los mit einem Fadenring oder magischen Ring. Und in diesen Fadenring häkelst du 8 halbe Stäbchen. In der zweiten Runde verdoppelst du jedes halbe Stäbchen, das heißt, in jedes halbe Stäbchen der Vorrunde häkelst du 2 halbe Stäbchen hinein, sodass du am Ende 16 halbe Stäbchen hast. In der dritten Runde verdoppelst du jedes zweite halbe Stäbchen, das heißt, du häkelst immer ein halbes Stäbchen und dann 2 halbe Stäbchen in die nächste Masche, dann wieder 1, dann wieder 2. Dann verdoppelst du jedes dritte halbe Stäbchen, das heißt immer 2 halbe Stäbchen häkeln und dann 2 halbe Stäbchen in die nächste Masche, dann wieder 2 einzelne und einmal verdoppeln. Und wie könnte es anders sein, in der nächsten Runde wird jedes vierte halbe Stäbchen verdoppelt, das heißt 3 einzelne Stäbchen häkeln, dann verdoppeln, wieder 3 einfache und dann wieder verdoppeln die ganze Runde entlang. In der nächsten Runde verdoppelst du jedes fünfte halbe Stäbchen, also 4 halbe Stäbchen häkeln und dann 1 verdoppeln, dann wieder 4, dann wieder 1 verdoppeln und so weiter. Wie es ab der nächsten Runde für deine Mützengröße weitergeht, steht in der Infobox. In jedem Fall sollte die Mütze nach den Verdoppelungen in etwa so aussehen. Und dann geht es so lange in Spiralrunden weiter mit halben Stäbchen, bis du insgesamt 24 oder 25 Runden geschafft hast, je nach Mützengröße. Dann häkelst du zum Abschluss, das ist das letzte halbe Stäbchen, noch eine feste Masche und eine Kettmasche. Dann machst du eine Luftmasche und wendest deine Arbeit und häkelst feste Maschen jeweils in die hintere Maschenschlaufe und das die ganze Runde lang. Hier siehst du die letzten paar festen Maschen. Und die allerletzte Masche lässt du aus und häkelst stattdessen eine Kettmasche in die Luftmasche vom Anfang. Dann wieder eine Luftmasche und weiter geht's mit festen Maschen. In dieser Runde verdoppelst du allerdings jede fünfte feste Masche. Das heißt, du häkelst immer 4 feste Maschen und in die fünfte kommen 2 feste Maschen. Hier siehst du wieder das Rundenende, denn auch hier wird die allerletzte Masche ausgelassen, stattdessen eine Kettmasche in die Luftmasche vom Anfang. Weiter geht's mit 2 Reihen einfacher Luftmaschen, ganz ohne Verdoppelung. Und dann häkelst du noch einmal eine Runde, in der du jede fünfte Masche verdoppelst und dann nochmal 2 einfache Runden. In der nächsten Runde häkelst du mit blauer Wolle eine Zierleiste im Muschelmuster. Dazu maschst du einmal neu an. Ich mache das immer in der hinteren Querschlaufe hinter den Maschen. Eine Luftmasche und eine feste Masche. Dann eine Masche überspringen und 5 Stäbchen in die nächste Masche häkeln. Dann wieder eine Masche überspringen und eine feste Masche in die nächste. Wieder eine überspringen, 5 Stäbchen, wieder eine überspringen und feste Masche. Das machst du, bis du die ganze Runde in diesem Muschelmuster gehäkelt hast. Hier kommt wieder die letzte. Da musst du ein bisschen aufpassen mit dem Ende der weißen Runde. Ja, also wenn du deine Stäbchen gehäkelt hast, dann überspringst du einfach die Masche, wo du die weiße Runde beendet hast und machst in die Masche da drauf eine feste Masche. Und dann eine Kettmasche, um zum Anfang aufzuschließen. So in etwa sollte das Ganze dann aussehen. In der nächsten Runde nimmst du deinen weißen Faden wieder auf, häkelst eine Luftmasche und dann ein halbes Stäbchen in die Querschlaufe hinter die feste Masche aus der blauen Reihe. Noch ein halbes Stäbchen hinter die nächste feste Masche
Und dann häkelst du an den Muscheln des Muschelmusters entlang. Immer eine Masche auslassen, feste Masche, Kettmasche, feste Masche und ein halbes Stäbchen hinter die feste Masche. Und in dieser Runde häkelst du nur in die Querschlaufen hinter den beiden oberen Maschenschlaufen, damit man den Übergang nicht sieht. Jetzt bin ich bei der festen Masche angelangt. In die Querschlaufe hinter die beiden oberen Maschenschlaufen, dann ein halbes Stäbchen auch in die Querschlaufe hinter der Masche, eine Masche auslassen, feste Masche, Kettmasche, feste Masche, eine Masche auslassen und ein halbes Stäbchen in die Querschlaufe hinter die feste Masche. Das machst du wieder die ganze Runde entlang und wenn du dann am Ende angelangt bist, so wie ich hier, dann kommt noch ein halbes Stäbchen wieder in die Anfangsluftmasche, in die weiße hinein und dann eine Kettmasche zum ersten halben Stäbchen. Eine Luftmasche und jetzt geht es mit runden fester Maschen weiter. Und zwar häkelst du noch 4 einfache Runden mit festen Maschen. An den Stellen der Kettmaschen wird es ein bisschen eng, deswegen reicht es, wenn du einfach nur in die vordere Maschenschlaufe häkelst. Und hier sind wir dann auch schon am Ende des weißen Teils angelangt, mit einer Kettmasche schließen und so sollte die Mütze jetzt aussehen. Jetzt kommt noch eine Zierleiste in dunkelblau mit Krebsmaschen. Dazu maschst du einmal neu an, machst eine Luftmasche, stichst dann nach rechts ein in die Masche und holst den Faden von hinten durch. Das sind quasi umgekehrte feste Maschen. Immer nach rechts einstichen und dann den Faden durchholen. Wenn du am Ende der Runde angelangt bist, hast du auch wieder das Problem des Übergangs vom weißen Faden. Und das löse ich so, dass ich die Masche einfach überspringe und dann in die nächste wieder einsteche. Weiter geht's, bis du auf den blauen Faden triffst und dann am Ende einfach mit einer Kettmasche schließen, Faden durchziehen und jetzt müssen nur noch alle Fäden gut vernäht werden. Wenn du das gemacht hast, dann solltest du deine Mütze noch in Form ziehen. Ich mache das einfach mit einer Styroporkugel. Kannst du die Mütze auch etwas nass machen vorher, trocknen lassen und sie wird wunderbar in Form bleiben. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer freue ich mich über deine Kommentare oder auch einen Daumen nach oben oder sogar ein Abonnement. Auf jeden Fall freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dann.